Zwei kostenlose Visa-Kreditkarten. Beide also ohne Jahresgebühr und beide weltweit kostenlos einsetzbar. Die Hanseatic Bank Genialcard und die Bank Norwegian Visa sehen auf den ersten Blick fast identisch aus. Aber wenn man genauer hinschaut, gibt es einen Unterschied, der für viele am Ende entscheidend ist. Ich zeige dir die wichtigsten Gemeinsamkeiten und die Unterschiede. Du erfährst, welche Vor- und Nachteile die Karten haben und am Ende sage ich dir ganz klar, welche Kreditkarte aktuell die bessere Wahl ist. Bleib also bis zum Schluss dran. Die Links zu beiden Karten findest du, wie immer, unter dem Video. Schauen wir zuerst auf die Basics, die für die meisten entscheidend sind. Beide Karten sind Visa-Kreditkarten. Das bedeutet, sie bieten eine sehr hohe Akzeptanz, egal ob in Deutschland oder weltweit. Außerdem handelt es sich bei beiden um echte Kreditkarten mit Kreditrahmen. Alle Umsätze werden gesammelt und einmal im Monat abgerechnet. Da es sich um Revolving-Karten handelt, kannst du den offenen Betrag jeden Monat entweder komplett zurückzahlen oder, wenn du möchtest, in Teilraten. Beim Thema Kosten sind beide Karten ebenfalls gleich. Weder die Hanseatic Bank Genialcard noch die Bank Norwegian Visa haben eine Jahresgebühr. Es gibt keinen Mindestumsatz oder sonstige Bedingungen. Die Karten können beide mit jedem beliebigen Girokonto genutzt werden. Du musst also nicht dein Girokonto wechseln. Auch bei Kartenzahlungen gibt es keinen Unterschied. Mit beiden Karten kannst du weltweit kostenlos bezahlen. Es fallen weder Fremdwährungs- noch Auslandseinsatzgebühren an, egal in welcher Währung. Beim Geldabheben gibt es dann aber doch Unterschiede. Mit der Hanseatic Bank Genialcard kannst du im Ausland kostenlos Bargeld abheben, weltweit und in jeder Währung. Es gibt keine Auslandseinsatz-, Abhebe- oder Fremdwährungsgebühren. In Deutschland kostet jede Abhebung am Geldautomaten allerdings 3,95 €. Du hast zwar die Möglichkeit, dir bei vielen Supermärkten und Einzelhändlern kostenlos Bargeld an der Kasse auszahlen zu lassen, aber klassisches Geldabheben am Automaten ist hier nicht kostenlos. Bei der Bank Norwegian Visa ist das deutlich einfacher. Hier kannst du sowohl in Deutschland als auch weltweit kostenlos Bargeld abheben. Es fallen keine Abhebegebühren, keine Fremdwährungsgebühren und keine Auslandseinsatzgebühren an. Wichtig bei beiden Karten: einzelne Automatenbetreiber im Ausland können eigene Gebühren verlangen. Diese werden generell nicht erstattet. Beim zinsfreien Zahlungsziel sind beide Karten wieder gleich. Wenn du deine Monatsabrechnung vollständig ausgleichst, hast du bei beiden Karten ein zinsfreies Zahlungsziel von bis zu 6 Wochen. Sehr positiv ist auch, dass beide Banken einen automatischen Lastschrifteinzug anbieten. Du kannst also einstellen, dass der offene Betrag automatisch von deinem Girokonto eingezogen wird. So verpasst du keine Zahlungsfrist und vermeidest unnötige Zinsen. Gefällt dir das Video bis hierhin? Dann lass mir doch einen Like da. Damit hilfst du dem Kanal sehr. Und damit schauen wir auch gleich auf die Zinshöhe. Bei der Hanseatic Bank Genialcard liegt der effektive Jahreszins bei Nutzung der Teilzahlung mit 17,29% recht deutlich unter dem der Bank Norwegian Visa. Die ersten 3 Monate nach Kartenerhalt sind sogar zinsfrei. Bei der Bank Norwegian liegt der effektive Jahreszins höher, und zwar bei 24,4%. Aber wie gesagt, diese Zinsen spielen nur dann eine Rolle, wenn du den offenen Betrag nicht jeden Monat komplett ausgleichst. Ich finde es bei einer Kreditkarte auch wichtig, dass man sie zumindest vorübergehend auch mit Guthaben aufladen kann. Zum Beispiel, wenn sich deine Ausgaben mit der Karte durch eine Urlaubsreise einmal erhöhen. Die vorübergehende Guthabenaufladung ist mit beiden Karten möglich. Beim mobilen Bezahlen ist die Bank Norwegian etwas breiter aufgestellt. Die Hanseatic Bank Genialcard unterstützt Apple Pay und Google Pay. Die Bank Norwegian Visa unterstützt zusätzlich auch Garmin Pay. Kontaktloses Bezahlen ist mit beiden Karten möglich. Und jetzt kommen wir zum größten Unterschied zwischen diesen beiden Karten. Die Hanseatic Bank Genialcard bietet kein kostenloses Versicherungspaket. Die Bank Norwegian Visa kommt dagegen mit gratis Reiseversicherungen, und das, obwohl du keine Jahresgebühr bezahlst. Enthalten sind eine Reisekrankenversicherung, eine Reiserücktrittskostenversicherung, eine Gepäck- und Gepäckverspätungsversicherung sowie eine Reiseunfallversicherung. Versichert bist du selbst und deine Familie oder bis zu 3 Mitreisende. Die Selbstbeteiligungen liegen bei 185 € und bei der Reiserücktrittsversicherung gelten 20%, mindestens aber ebenfalls 185 €. Aber allein, dass es dieses Versicherungspaket überhaupt gibt, macht die Bank Norwegian Karte für viele deutlich attraktiver, vor allem für Reisende. Wichtig ist nur, dass du mindestens 50% der Reisekosten mit der Karte bezahlst, damit der Schutz greift. Was ist dir bei einer Kreditkarte wirklich am wichtigsten? Kostenlos Geld abheben weltweit? Kostenlose Reiseversicherungen? Möglichst niedrige Zinsen bei der Teilrückzahlung oder etwas ganz anderes? Schreib's mal in die Kommentare. Dann kann ich in den Videos besser auf solche Dinge eingehen. Bleibt die entscheidende Frage: Hanseatic Bank Genialcard oder Bank Norwegian Visa? Welche ist besser? Beide Karten sind weiterhin sehr gute, dauerhaft kostenlose Kreditkarten. Sie lassen sich weltweit gebührenfrei einsetzen und funktionieren ohne Kontowechsel. Meine Empfehlung ist aktuell die Bank Norwegian Visa.
Du kannst mit ihr sowohl in Deutschland als auch im Ausland kostenlos Geld abheben und du bekommst zusätzlich ein kostenloses Reiseversicherungspaket. Beide Karten verlinke ich dir unter dem Video. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne in den Kommentaren. Und wenn dir das Video geholfen hat, freue ich mich sehr über ein Like. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.